Herzlich willkommen zu einem neuen Mathematik-Tutorial der Science Barbie. Heute beschäftigen wir uns mit dem positiven prädiktiven Wert des Covid-19-Antigen-Tests oder einfacher formuliert mit der Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass ich tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert bin, wenn mein Covid-19-Antigen-Test positiv war. Und das schauen wir uns jetzt einmal ganz einfach an, ohne viel Schnickschnack und Mathematik. Also, ein wenig müssen wir uns schon mit dem Antigen-Test beschäftigen. Der Antigen-Test hat nämlich eine sogenannte Sensitivität von 97,56%. Das ist die sogenannte Richtig-Positiv-Rate oder eben die Fähigkeit des Tests, Kranke als krank zu erkennen. Okay? Demgegenüber steht die sogenannte Spezifität, die hat 99,9%. Diese Werte habe ich aus der wissenschaftlichen Literatur. Die scheinen für die ganzen gängigen Covid-19-Antigen-Tests mehr oder weniger gleich zu sein. Die Spezifität ist die richtig Negativrate. Das heißt, es ist die Fähigkeit des Tests, Gesunde auch als gesund zu erkennen. Was wir dann noch brauchen, ist die sogenannte Prävalenz, also die momentane Häufigkeit einer Erkrankung in Österreich. Und die war basierend auf einer Antikörperstudie im November 2020 bei 3,1%. Das heißt, im November des Vorjahres 2020 waren zum Zeitpunkt der Erhebung 3,1% der Österreicher mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt, bevor wir uns jetzt hier mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung beschäftigen, schauen wir es uns wirklich ganz einfach an. Wie viele Einwohner hat denn Österreich? Ja, circa 8.900.000. Jetzt sagen wir, okay, 3,1% waren tatsächlich im November mit Corona gleichzeitig infiziert. Also ich habe 8.900.000 Österreicher und davon waren 3,1% positiv. Also mal 3,1 durch 100. Also haben wir tatsächlich 275.900 Corona-Positive, also wirklich mit Corona Infizierte gehabt. Jetzt kommt die Sensitivität ins Spiel, nämlich die Fähigkeit des Tests, Kranke als krank zu erkennen. Und die liegt bei 97,56%. Also muss ich jetzt diesen Wert hier mit 97,56% multiplizieren. 70,56 durch 100 und komme dann auf 269.186. Also bei 275.900 waren mit Corona wirklich infiziert und davon, wenn die alle getestet worden wären, gleichzeitig, hätten 269.168 auch tatsächlich ein positives Ergebnis gehabt. Allerdings muss man noch sagen, aber von diesen 275.900, wenn ich jetzt hier diese 269.168 abziehe, hätten leider auch 6.732 ein negatives Ergebnis gehabt. Jetzt schauen wir. Wir haben gesehen, okay, 275.900 haben da Corona gehabt. Das heißt, von unserer Gesamtbevölkerung von 8.900.000 minus die 275.900 haben 8.624.100 keine Coronavirus-Infektion gehabt. Jetzt kommt die sogenannte Spezifität ins Spiel. Das sind ja meine Gesunden. Und die Spezifität ist die Fähigkeit eines Tests, Gesunde als Gesunde zu erkennen, also die richtig Negativrate. Also bei diesen müsste ja der Test immer negativ sein. Also multipliziere ich hier eben mit dieser Spezifität mit 99,9%. Das wären dann eben 8.615.476 Personen. Umgekehrt muss man sagen, okay, von diesen 8.624.100, die kein Corona haben, die wirklich gesund waren, minus denen, die auch tatsächlich richtigerweise ein richtiges Testergebnis gehabt haben, haben jetzt immerhin noch
8.624 Personen ein positives Testergebnis erhalten, obwohl sie kein Corona gehabt haben. Jetzt will ich wissen, wie hoch ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich mit Corona infiziert bin, wenn mein Test positiv war? Jetzt schauen wir uns das an. Im Prinzip sind ja nur diese hier positiv und haben auch Corona. Also, das sind diejenigen, die tatsächlich mit Corona infiziert sind und der Test positiv war. Das waren also die 269.168 und die muss ich jetzt natürlich dividieren durch alle diejenigen, die einen positiven Test gehabt haben. Das sind nämlich hier diese 269.168 plus die hier, also die 8.624. Die haben zwar einen positiven Test, aber haben keine Coronavirus-Infektion. Jetzt rechnen wir uns das aus. Also 269.168 dividiert durch 269.168 plus 8.624. Und das ist gleich 0,96895. Oder in Prozent, ja 100, das sind 96,895%. Das heißt, wenn man ein positives Testergebnis erhalten hat, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch tatsächlich mit Corona infiziert ist, sehr hoch, nämlich bei 96,895%. Wichtig in diese Berechnung geht natürlich die Prävalenz mit hinein, also wie häufig eine Erkrankung in der Bevölkerung tatsächlich vorkommt. Jetzt könnte man das Ganze auch mit dem Satz von Bayes machen, wenn man es mathematisch sehen möchte. Der Satz von Bayes sagt nämlich, da geht es um die bedingten Wahrscheinlichkeiten. Und da kann ich berechnen, dass eben der positive prädiktive Wert, also die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Corona infiziert ist, wenn der Test positiv ist die Sensitivität des Tests multipliziert mit der Prädiktivität, gebrochen durch die Sensitivität mal der Prädiktivität plus 1 minus der Spezifität mal 1 minus Prävalenz. Das können wir uns auch noch ausrechnen, wenn wir möchten. Also der positive prädiktive Wert ist Sensitivität, ist also 0,9756 mal der Prävalenz 0,031 gebrochen durch die Sensitivität, das ist 0,9756 mal der Prävalenz, also nochmal 0,031 plus 1 minus der Spezifität, das ist 0,999 mal 1 minus der Prävalenz, 0,031. Ja, und wenn man das in den Taschenrechner eintippt, da würde ich euch gerade bitten, dass ihr das selber tut, wenn ihr Lust habt drauf, kommt was heraus. Da kommt heraus 0,96895. Also tatsächlich der identische Wert. Und dafür haben wir uns jetzt gar nicht gebraucht, die ganze Bevölkerung Österreichs anzuschauen, sondern das geht tatsächlich jetzt mit Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber wie man in dem Fall sieht, braucht man nicht immer die Wahrscheinlichkeitsrechnung, sondern man sieht hier auch einfach, wenn man sich die Zahlen einmal anschaut, wie so etwas funktioniert. Und wenn man es genauer wissen möchte, dann schaut man sich eben den Satz von Bayes an. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.